Bei seiner Ankunft wurde Erich Honecker von Mitgliedern der Partei und Staatsführung herzlich begrüßt. Zugegen war UdSSR-Botschafter Vyacheslav Kočemasow. Stadion 1. Mai in Pjöngjang, Hauptstadt der Koreanischen Demokratischen Volksrepublik. Die 13. Weltfestspiele der Jugend und Studenten werden eröffnet. Zum ersten Mal auf dem asiatischen Kontinent die Flagge mit der Festivalblume. Stürmischer Beifall der 150.000 Zuschauer und Gäste, als dann die Festivalflamme entzündet wird. Zwei Stunden vorher, 19 Uhr Ortszeit, 12 Uhr bei uns. Beifall und Blumen für den Schirmherrn des Festivals, Kim Il-sung, Generalsekretär des ZK der Partei der Arbeit Koreas und Präsident der KdVR. 20.000 koreanische Mädchen und Jungen lassen an der Osttribüne beeindruckende Bilder entstehen. Für antiimperialistische Solidarität, Frieden und Freundschaft ist die Losung der Festivaldelegierten aller Kontinente. Pjöngjang heißt sie willkommen. Nationale Organisationen aus 138 Ländern und Berlin-West, 141 regionale und internationale und 18 zwischenstaatliche Vereinigungen repräsentieren die fortschrittliche Jugend der Welt. Das internationale Vorbereitungskomitee an der Spitze der Delegationen. Danach traditionell eine Abordnung des vorherigen Gastgeberlandes, der Sowjetunion, des Leninschen Komsomol. Es folgen die nationalen Delegationen entsprechend der Reihenfolge im koreanischen Alphabet. Kämpfende Jugend des ANC von Südafrika. Aus Nicaragua die sandinistische Jugendorganisation, Mädchen und Jungen, die in vorderster Reihe beim Schutz und beim Aufbau ihrer Heimat stehen. Die BRD-Delegation mit jungen Gewerkschaftern, Sozialdemokraten, Grünen und Kommunisten, geeint vor allem im Eintreten für ein atomwaffenfreies Europa. Die Fahne der DDR, getragen vom Bauarbeiter und Jugendbrigadier der FDJ-Initiative Berlin, Lutz Frenkel. 850 Mitglieder der FDJ repräsentieren in Pjöngjang die Jugend der DDR, erinnern auch an die Weltfestspiele 1951 und 1973 in Berlin. Die Reisekosten kamen gerade für die Jugendorganisationen aus Asien, Afrika und Lateinamerika oft aus Solidaritätsspenden. Immer wieder der Aufruf zum Kampf gegen Rassismus, Hunger und Krieg. Jugendliche aus der Volksrepublik China. Nach 26 Jahren nimmt erstmals wieder eine Delegation aus diesem Land an Weltfestspielen teil. Chile, auch 1989 noch Symbol für Diktatur, aber auch für eine erstarkende demokratische Bewegung, die ohne die Jugend undenkbar wäre. Ihre Heimat hat sich erst vor wenigen Monaten zum Staat proklamiert, junge Palästinenser. Jugend aller Nationen und vereint, gleicher Sinn, gleicher Mut, so heißt es im Lied der demokratischen Weltjugend. Dazu zu einer Welt des Friedens, eines menschenwürdigen Lebens mit Bildung und Brot für alle, dazu bekennen sich Jugendliche aus aller Welt, aus Berlin-West, Indien, Äthiopien, Vietnam und Kuba. Dann die Gastgeber selbst. Eine Delegation des Verbandes der Sozialistischen Jugend der Arbeit Koreas. Mit wahrem Enthusiasmus hat sie die Vorbereitung des Festivals in die Hand genommen. 260 Bauten sind dafür in Pjöngjang entstanden. Die koreanische Jugend
hat diese Voraussetzungen mitgeschaffen. Und sie garantiert auch alle Bedingungen für eine freie Diskussion aller Festivalgäste, unabhängig ihrer politischen, philosophischen oder religiösen Standpunkte. Nach rund 1,5-stündigem Einmarsch gilt die Begeisterung im Festivalstadion einem mutigen Mädchen, der Südkoreanerin Im Soo-jong. In ihrer Heimat erst Verbote der Behörden, dann massiver Polizeiterror gegen tausende Studenten, die eine Delegation nach Pjöngjang entsenden wollten. Die junge Frau schaffte es trotz allem. Sie überbrachte die Grüße der südkoreanischen Jugend. Im Stadion für sie die 100.000-fache Sympathie und Unterstützung. Als Schirmherr der 13. Weltfestspiele begrüßte Kim Il-sung im Namen des koreanischen Volkes die Teilnehmer und Gäste. Er rief die Jugend auf, entschlossen gegen diejenigen vorzugehen, die Menschen ausbeuten und unterdrücken, andere Nationen knechten und zu Opfern eines Nuklearkrieges machen wollen. Simbabwes Präsident Robert Mugabe, Vorsitzender der Bewegung der Nicht-Paktgebundenen, brachte anschließend seine hohe Wertschätzung für die Ziele der Weltjugendbewegung zum Ausdruck. Sie sei eine treibende Kraft, wenn es um den Austausch von Ideen und Erfahrungen für die Lösung der dringenden Probleme der Menschheit, um internationale Verständigung und Friedenssicherung gehe. Willkommen in Pjöngjang. 2100 koreanische Mädchen und Jungen gestalten dann im Stadion Oval ein festliches Programm. Koreanische Folklore in Musik, Kostüm und Tanz. Und das sind die jüngsten Gastgeber. Pioniere der Kinderorganisation. Für sie selbstverständlich, was anderswo in Asien nur ein Wunsch ist. Satt zu essen und Schulbildung für jeden. Die Abschlussbilder. Tänze sollen den Kampf der friedliebenden Welt gegen den Krieg symbolisieren. Egal auf welchem Erdteil man zu Hause ist, egal welcher Rasse, Religion oder Kultur man angehört, es ist unmissverständlich. Die 13. Weltfestspiele in Pjöngjang sind ein Fest des Friedens, der Freundschaft und der antiimperialistischen Solidarität.
auch das ist seit heute neu in Pjöngjang. Am Morgen wurde dieses Denkmal für die 13. Weltfestspiele der Jugend und Studenten eingeweiht. Inschrift und 2 halbrunde Säulen in Form zweier Arme symbolisieren die Ideale der Weltjugendbewegung für antiimperialistische Solidarität, Frieden und Freundschaft. Der Taedong-Fluss in Pjöngjang hat sicher schon viele koreanische Volksfeste erlebt. Diese Wasserschau heute Mittag ist gewissermaßen der Prolog für die Eröffnungsfeier der 13. Weltfestspiele vor 100.000. Korea zählt ja zu den wasserreichsten Ländern der Erde. Um den Taedonggang, wie er in der Landessprache heißt, ranken sich viele Legenden. 300 Meter breit ist der Strom hier, der nach Nampo führt zum Gelben Meer. Unter den Gästen der Wasserschau auch Egon Krenz. Ebenso die FDJ-Delegation. Ein einstündiger bunter Bootskorso mit immer neuen Überraschungen. Darunter die gewagten Aktionen der Wasserskisportler. Der sprichwörtliche Funke war bereits nach wenigen Minuten übergesprungen. Ein Riesenspektakel auf dem Wasser, trotz eines monsunartigen Regenschauers. Genau der richtige Auftakt für die Festivaltage. Und dann macht sich die Weltjugend auf die Beine. Und zwar auf dem Weg zur Eröffnungsveranstaltung im Stadion 1. Mai. Diese über 3 Kilometer durch ein dichtes Spalier der Bürger von Pjöngjang auf der Munsu-Kanga-Straße am Ufer des Taedong-Flusses gestaltet sich zu einem beeindruckenden Friedensmarsch. Von hier wird deutlich, wie lebendig und ansteckend die Weltfestspielidee ist. Obwohl die sprachlichen Barrieren nicht nach wenigen Tagen fallen können, findet man schnell eine gemeinsame Sprache. Immer wieder typisch koreanische Begeisterung für die Delegationen von allen Kontinenten. Die Kinder Pjöngjangs hatten für ihren großen Auftritt wochenlang geprobt. Annyeong Hasimnika, herzlich willkommen. Das gilt auch der FDJ-Delegation, Vertretern des Jugendverbandes, der bereits 1951 und 1973 Gastgeber war für die Jugend der Welt. Was hast du denn bis jetzt schon erlebt hier in Pjöngjang? Wir haben bis jetzt Freundschaftstreffen durchgeführt, waren bei der Eröffnung unseres nationalen Festivalclubs und haben eben schon uns mit mongolischen Freunden unterhalten. Und mit sowjetischen Freunden folgt heute noch ein Treffen. Aber die Stimmung hier überall in den Straßen wird gefeiert, also es ist unheimlich toll. Frieden, dieses Wort hört man hier immer wieder. Ein Ziel auch für die Jugend Palästinas, die seit einem Jahr in der Intifada steht, dem Volksaufstand gegen die israelischen Besatzer. Das ist ein sehr schönes Festival und wir hoffen, dass Frieden sein wird auf der Welt. Vielleicht haben wir einmal ein solches Festival in Palästina. Die 3-stündige Eröffnungsveranstaltung wurde vom DDR-Fernsehen direkt übertragen. Eine Aufzeichnung sendet morgen das 2. Programm um 13 Uhr. Vor Beginn der 13. Weltfestspiele war Kim Il-sung mit Egon Krenz, Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED, zusammengetroffen. Egon Krenz überbrachte dem höchsten Repräsentanten der KDVR herzliche Grüße, freundschaftliche Verbundenheit des Generalsekretärs des ZK der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR Erich Honecker sowie die besten Wünsche für die Gastgeber der 13. Weltfestspiele der Jugend und Studenten. Kim Il-sung dankte für die guten Wünsche und erwiderte die Grüße mit großer Herzlichkeit. Er bat Erich Honecker, seinen Dank zu übermitteln für die aktive Unterstützung der DDR bei der Vorbereitung des Weltjugendfestivals. Kim Il-sung würdigte die traditionsreichen brüderlichen Beziehungen zwischen beiden Parteien und Staaten. Durch die gleichen Ziele des sozialistischen Aufbaus verbunden, nehmen die KDVR und die DDR ihre Verantwortung für die Sicherung des Friedens wahr. Von seinen Begegnungen mit Erich Honecker seien jedes Mal wesentliche Impulse für die Zusammenarbeit beider Länder und Völker ausgegangen. Egon Krenz betonte, dass die 4 Jahrzehnte der erfolgreichen Entwicklung des deutschen Arbeiter- und Bauernstaates auch Jahrzehnte der engen Freundschaft und Zusammenarbeit mit der KDVR seien. Er versicherte, dass die DDR die Initiativen der KDVR unterstütze, die auf die Erhaltung des Friedens gerichtet sind und der Gesundung der Lage auf der koreanischen Halbinsel dienen.